Der kulinarische Köstlichkeiten konsumierende Mensch kennt Holzkisten eher mit Orangen gefüllt oder als Weinkiste mit dem Lieblingsriesling. Die Orangen werden mit dem Krone Q-Liner bei frischen 4 bis 6 Grad Celsius aus Marokko geliefert. Der Weißwein braucht eher 8 bis 10 Grad. Wobei der temperaturgeführte Transport respektive die Anlieferung gleich mehrerer Paletten Weißwein eher unüblich ist. Es sei denn für Robert. Zurück zur Holzkiste, denn wir finden eben auch im Boden des Krone Q-Liners eine stabile Holzkonstruktion, denn schließlich müssen die schweren Weinkisten ja auch geschultert werden. Aber warum Holzquerträger? Ergibt das Sinn? Warum nimmt man keine Stahlquerträger wie beim Profiliner oder aus Gewichtsgründen Aluminium? Nun, weil Holz neben der hohen Tragfähigkeit auch perfekt isoliert. Denn die Kälte im Laderaum soll ja im Laderaum bleiben und nicht über Kältebrücken aus Stahl leicht nach außen wandern können. Okay, verstanden. Also Holz. Aber es geht nicht gänzlich ohne Stahl. Zum einen die den Boden im Bereich des Kingpins verstärkende Stahlplatte für den Standard 18-Tonnen-Boden im Q-Liner und Stahleinlagen an den Stellen, wo das durchgehende Chassis mit dem fertigen Koffer verschraubt wird, Stichwort Hochzeit. Aber bevor jetzt alle vorschnell Ja sagen, lass uns erst den Boden komplettieren. Der bekommt zur Straße hin eine schützende Stahldeckschicht. Darauf kommt besagte Holzkiste und obendrauf das Aluminium-Riffelblech. Dann geht der Boden in die Presse. Dort wird seitlich der flüssige PU-Schaum injiziert und der Boden verbleibt dort eine Fußball-Halbzeit lang, damit der PU-Schaum vollständig aushärten kann.